Es ist der erste offizielle Guinness-Weltrekord, aufgestellt mit dem Kugelbahnsystem Gravitrax. Doch wie kam er zustande? Blickt mit uns hinter die Kulissen des Rekords und fiebert mit, bis es heißt, the Guinness World Record goes to... Diese Gravitraxer aus 8 Ländern wollen in das Guinness-Buch der Rekorde. Mit einem Weltrekord, der es in sich hat. In 8 Stunden wollen sie die Gravitrax-Bahn mit den meisten verbauten Actionsteinen errichten. Ein ambitioniertes Ziel, bei dem das von Ravensburger organisierte Bilder-Event den perfekten Rahmen bietet. Mit über 10.000 verfügbaren Bauteilen ist die Ausgangslage perfekt. Die Idee eines Rekords kommt nicht von ungefähr. Wenn man sich bei uns bei YouTube umschaut, dann sieht man, dass überall Rekorde schwirren. Also jeder hat irgendeine Idee, will irgendeinen Rekord machen. Und dann dachten wir uns, wenn das so ein großes Thema in der Community ist, dann möchten wir da auch mal die Plattform bieten, einen offiziellen Rekord zu machen. Und dann sind wir auf Guinness World Record zugegangen und da haben wir dann direkt positives Feedback bekommen und ja, so ist die Idee entstanden. Ein Weltrekord wie dieser will gut durchdacht sein. Wochen zuvor starteten die Superfans mit den planerischen Vorbereitungen. Online versteht sich. Am Bilder-Event sehen sich viele von ihnen das allererste Mal persönlich. Die zentrale Frage am Vortag des Rekords: Welche Bauweise garantiert, dass die Kugel bis zum Ende ins Ziel rollt? Also wir wollen so eine Strecke bauen, die immer neben der anderen Strecke herläuft, die halt safe ist, aber langsam läuft, damit es halt ist, dass die Kugel nie stehen bleibt und immer 2 laufen. Und dann, wenn eine es nicht schafft, dann löst die andere Bahn einen Vulkan aus zum Beispiel und bringt die zweite Kugel wieder in die Bahn rein. In der Theorie sollte alles klappen, deswegen ich bin da zuversichtlich. Wir kennen Gravitrax, es werden Sachen schief gehen, wir werden dafür eine Lösung finden, wie es immer bei Gravitrax ist, und dann kriegen wir den Rekord morgen. Der Tag des Rekords ist da. In einer stylischen Retro-Autowerkstatt trifft sich die Gravitrax-Szene zum Bilder-Event in Stuttgart, dem weltweit größten Community-Event dieser Art. Nahezu 60 Gravitraxer tummeln sich in der Halle. Mit 40 Quadratmeter Fläche nimmt der Tisch der Rekordanwärter den meisten Platz ein. Die Anspannung ist enorm, aber auch die Vorfreude auf das gemeinsame Erlebnis. Man kam hier rein, leerer Raum, denkst du, naja, komisch, alles so still, und dann heißt es, baut mal los, und es rasselt an allen Ecken, alles wird gekramt, denkst du, okay, jetzt ist Action. For me, this is the first real world record and I'm proud to be a part of it. When my dad told me that we were going to be here, I was so excited that I ran all over my house and jumping. The record is very special, but I think the connection between all the superfans is more special because that makes the world record. Die nächsten Stunden werden zeigen, ob den internationalen Gravitrax-Superfans der Rekord gelingt. Der Baufortschritt ist schon zur Mittagszeit enorm. Möglich macht das neben der jahrelangen Bauerfahrung eine simple, aber effiziente Taktik. Jeder Superfan hat sich einen eigenen Bauabschnitt ausgedacht. Das Grundkonzept ist, so ein Kolosseum zu bauen, und da wir ganz viele Elemente einbauen müssen, ist die Idee, dass wir hier ganz langsam runtergehen, immer mit den Spiralen, und das Ganze bauen wir jetzt hier überall durch noch. Also am Ende sollen das über 100 Elemente sein, die nur in diesem Kolosseum verbaut sind. And I thought to make a tribute to the scoop, so every part of this track has scoops in it, and it's supposed to represent like a kind of a wave that's coming over the mountain. Here we go to a flower where we have a flower where the marble goes from all sides, and then in the end it's like a more dramatic finale with the scoops going up. The marble departs, it's just one marble, and it touches the volcano and everything explodes, and all the marbles are going to roll. Und das ist sie, die Frau, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, die offizielle Jurorin von Guinness World Records. Sie legt fest, wie viele Actionsteine ausgelöst werden müssen. There's a record to beat of 100 here. However, there are other rules that need to be adhered to. For example, they cannot use any form of support. It must be a freestanding track. So no glue, no props,
The track must be used only with the commercially available items. The marbles must run from the beginning to the end of the track seamlessly. If it stops at any point, that is where the attempt stops, that is where the count stops. Die Bahn wächst und wächst. Insgesamt entstehen 8 Teilabschnitte, die es nun zu verbinden gilt. Also am Anfang war ich schon leicht nervös, weil es halt, meine Bahn hat nicht geklappt und ich hatte so Angst, wenn es jetzt bei mir scheitert, dann sind so alle sauer auf mich. Aber ich glaube schon, dass meine Bahn sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir auch noch haben, so eine Stunde, glaube ich, ungefähr, noch an Sicherheitsbahnen zu arbeiten. Es wird auf jeden Fall sehr eng, aber wir geben natürlich unser Möglichstes und eigentlich glaube ich auch, dass wir es schaffen können. In der entscheidenden Phase packen alle gemeinsam an. Wer schon fertig ist, hilft dort aus, wo Hilfe benötigt wird. Teamwork makes the dream work. Eine Besonderheit, die die Gravitrax Community ausmacht. Vertrauen ist so 100% da. Ich mache mir gar keine Sorgen. Natürlich ist man nervös vor so einem Rekord. Das gehört aber, glaube ich, auch dazu, wie bei allem, was einem wichtig ist. Aber das sind solche Profis. Was soll da schief gehen? When you're ready, 3, 2, 1, go. Die Bauzeit ist offiziell beendet. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Die Kugel muss vom Start ins Ziel und dabei Minimum 100 Actionsteine passieren. Bereits im ersten Versuch gelingt es. Doch das ist nicht das gesteckte Ziel, wofür die Teilnehmer des Weltrekordversuches angereist sind. Sie wollen mehr. Der Streckenverlauf wird nochmals optimiert. Und dann, im 4. Lauf, scheint alles zu funktionieren. Die Kugel rollt und rollt. Dann wieder ein Schockmoment. Die Safety-Linie rettet aber den Lauf der Kugel. Es ist ein Wechselbad der Gefühle und die nervliche Anspannung ist deutlich zu spüren. Dann ist auch der 4. und damit letzte Versuch zu Ende. Die Kugel stoppt bei 342 ausgelösten Actionsteinen. Der erste Gravitrax Guinness Weltrekord ist geknackt. Eine internationale Gemeinschaftsleistung, bei der alle Beteiligten über sich hinausgewachsen sind. Ich glaube, das war schon immer unser Traum, mal einen Gravitrax Weltrekord wirklich mit Eintrag ins Buch aufzustellen. Und es ist fast unfassbar, dass wir das hier jetzt wirklich, dass wir da mitgeholfen haben. Ich freue mich, dass es alles so geklappt hat und wir jetzt einen genialen Rekord aufgestellt haben. Der erste offizielle Gravitrax Guinness Weltrekord ist geglückt. Eine internationale Gemeinschaftsleistung über 8 Stunden, die wohl das Besondere an dieser Auszeichnung ausmacht. Herzlichen Dank und nochmals herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten.